Hallo, mein Name ist Laurin und im heutigen Video geht es um den Multimaster von Fein. Der aktuellste Preis und Angebote sind wie immer unten in der Videobeschreibung. Los geht's! Geliefert wird das Multifunktionswerkzeug von Fein in einer orangefarbenen Hardcase aus Plastik mit Handgriff und Verschlüssen auf der Oberseite. Der Handgriff fühlt sich sehr solide an und kann entweder eingeklappt bzw. als Tragegriff verwendet werden. Sobald man die Box öffnet, bekommt man zum einen das Gerät an sich und einige Aufsätze dafür in zwei individuell verschließbaren Boxen geliefert. Die Boxen sind beide herausnehmbar und können demzufolge auch ohne Hardcase transportiert werden. Die mitgelieferten Aufsätze beschränken sich zwar zahlenmäßig, wobei jedoch die grundlegendsten dabei sind. Für die, denen die Aufsätze nicht ausreichen, gibt es aber immerhin noch unzählige weitere Variationen zusätzlich zu kaufen. Das Werkzeug hingegen an sich wirkt auf den ersten Eindruck recht solide und robust, liegt gut in der Hand und ist mit seinen 1,2 Kilo auch nicht wirklich schwer. Durch die zum Teil mit Gummi ummantelten Stellen liegt das Werkzeug außerdem noch griffiger an der Hand. Obwohl die Vorderseite des Geräts, also das Getriebe, durch ein Metallgehäuse geschützt ist, wirkt das Gerät weder kopflastig noch sonst in irgendeiner Weise unvorteilhaft ausbalanciert. Auf der Oberseite befindet sich hierfür der Anschalter, welcher meiner Meinung nach perfekt an den Daumen angepasst ist und einen guten Druckpunkt besitzt. Somit lässt sich das Werkzeug einhändig bedienen und eignet sich sowohl für Links- als auch für Rechtshändler. Die jeweilige Schwingfrequenz lässt sich hierbei durch ein kleines Rädchen auf der Hinterseite des Geräts frei wählen und ermöglicht somit in der ersten Stufe eine Schwingfrequenz von minimal 11.000 bzw. in der sechsten 20.000 Schwingungen in der Minute. Betrieben wird das Gerät über einen normalen Netzstecker, also 230 Volt, wobei das Kabel eine extreme Länge von 5 Meter hat und zudem sehr biegsam und geschmeidig ist. Da es sich hierbei um ein oszillierendes, also schwingendes Werkzeug handelt, dreht sich der jeweilige Aufsatz nicht wie bei einem Dremel zum Beispiel, sondern schwingt nur sehr schnell hin und her. Somit ist es nämlich möglich, unzählig viele verschiedene Aufsätze an dem Werkzeug anzubringen, solange diese natürlich die jeweilige Fassungsform unterstützen. Die Aufsätze werden bei diesem Modell mit einem mitgelieferten Sechskantschlüssel gewechselt, wobei es mittlerweile auch schon einige Varianten gibt, die über einen Schnellverschluss verfügen. Nachdem nämlich die Befestigungsschraube mit dem Imbus herausgeschraubt wurde, kann der neue Aufsatz eingesetzt werden. Hierbei sind durch die Kanten zwar schon fertige Positionen festgelegt, jedoch kann der Aufsatz noch so rotiert werden, dass er für die jeweilige Aufgabe passend ausgerichtet ist. So, genug zum eigentlichen Werkzeug, würde ich sagen, kommen wir nun zum wichtigsten Teil, und zwar dem Test. Hierfür habe ich mir nun einmal die wichtigsten Aufsätze rausgesucht, mit denen wir den Multimaster nun noch etwas genauer testen werden. Angefangen mit einem Schnitt durch eine 5 mm Holzplatte machte dem Multimaster keine Probleme, wobei der Schnitt anschließend sauber und schnell getan war. Die nächsthöhere Beanspruchung bestand darin, ein Rechteck in die Holzplatte zu schneiden. Dies ist meiner Meinung nach zwar eine ganz schöne Feinarbeit, weswegen mein Schnitt anschließend auch nicht wirklich schön aussah. Für den Multimaster stellte dies hingegen kein Problem dar, da dieser seine Arbeit ordentlich verrichtete. Als nächstes folgt ein Schnitt durch ein Metallblech mit einem speziellen Sägeblatt. Gegen den Schnitt ist auch hier nichts einzuwenden, außer dass es zwischendurch teils zum kleinen Verhaken kam. Was jedoch hierbei sehr schnell verschleißen wird, ist das Sägeblatt, da es natürlich immer unterschiedlich harte Metalle gibt, wo die Sägeblattspitzen sehr schnell stumpf werden können. Zuletzt habe ich nun noch einmal den Schleifaussatz an dem Multimaster montiert, um zu sehen, wie er diese Aufgabe bewältigt. Denn durch den vergleichsweise kleinen Schleifkopf dauert es auch hier in der 6. Stufe seine Zeit, bis man mit dem Multimaster eine relativ große Fläche abgeschliffen hat, wobei es dafür jedoch keine Probleme bzw. Zwischenfälle gab. Letzten Endes kann man sagen, dass der Multimaster von Fein durch seine unglaublich große Vielfalt an Aufsätzen und Leistungsstufen so gut wie jede auch erdenkliche Aufgabe erledigen sollte. Somit bekommt man für derzeit ca. 140 €, wobei der aktuellste Preis und Angebote wie immer unten in der Videobeschreibung sind, ein extrem kompaktes und robustes Multifunktionswerkzeug mit definitiv genügend Leistung.
So, das war's dann auch schon wieder mit diesem Review. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich natürlich immer über ein Like oder ein Abo freuen. Ansonsten vielen Dank an alle, die mich bereits unterstützen, indem sie über meine Amazon-Links einkaufen, die Videos kräftig liken und teilen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.